Ein Japaner kommt und sagt, es ist sehr lecker gewesen. Ne? Ist das nicht schön bis in Japan? Genau, Arigato. Ja. Guten Appetit. Danke. Muss mal das Licht an, ne? So. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Danke. Hoppla. Morgen. Morgen. Schatz, wie geht's dir? Ja, Schatzi, geht's gut. Alles okay? Ja, alles okay. Schatz. Morgen, mein Schatz, geht es gut? So. Jetzt werde ich mal Kollegin ein bisschen ärgern. Ja.
Das ist leer. Danke. Und dann entblättere ich mich. So, bitte. So. Ja. Guten Morgen, Tina. Morgen. Ja. So. Wann haben Sie hier angefangen? Ich bin als ganz junges Mädchen, sagen wir mal, in einen Haushalt gekommen, wo die Schwiegermutter gerade tot war. Wir haben im Trauerjahr geheiratet. Wir waren 5 Leute bei der Hochzeitsfeier, mehr nicht. Ja, ich habe es gern gemacht. Ich bin da gleich reingesteckt worden, da ohne Plus und Ultra. Also es ging. Mein Schwiegervater stand vor mir, ein bisschen kleiner. Mädchen, ich sagte nur eins: geht nicht, gibt's nicht. Wurde Käse gegessen. Ich brauche da nicht mehr zu fragen, gell? So jammern überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht drin. Haben Sie denn früher die Wurst selber gemacht? Ja, wir haben die Wurstküche existiert noch, die können Sie sich angucken, aber es ist alles marode, man darf nicht mehr rein, das wird ja jetzt alles abgerissen. Ja, die Maschinen stehen noch drin. Ich habe ja selbst am Kutter gestanden und habe selbst das Fleisch in der Maschine gelassen, ne? Die großen Fleischdinger, ja. Also Sie sind ausgebildete Metzgerin? Nein, gar nicht. Ich bin da reingesteckt worden mit 17. Ja? Da war ich da drin. Ja. Ich hatte die Möglichkeit nicht. Ich hatte Familie, so Schwiegervater mit 2 Buben. Ja? Der Bub war, also sein Bruder von meinem Mann, der war Diplom-Ingenieur bei Weiß und Freitag. Der hat in Darmstadt studiert beim Professor Klöppel. Das war die Kapazität. Ja, der wollte nicht. Mein Mann war dann bis zuletzt, habe ich in der Wurstküche gestanden, also arbeite. Ja? Ich kannte nichts anderes. Ich musste 10 Mann kochen, sonst habe ich so keine Verkäuferin gekriegt. Ja, ich muss meine Kinder mitnehmen, sonst komme ich nicht. Also was hast du gemacht? Hast du 10 Mann am Tisch gehabt mittags und das Geschäft. War schon ein bisschen hart. Deswegen wird man auch so. Und wenn einer so bla 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 ist, dann ich kann nichts dazu. Mein Temperament geht dann durch. Ja. Und bis wann haben Sie das noch gemacht? Das sehen ja noch. Ich meine die Wurst. Ja, das hat mein Mann gemacht 1975. 1975, glaube ich. 72 oder 75. Ja. Haben wir zugemacht, unser Geschäft. Das kann ich Ihnen zeigen. Ne? Dann haben wir es beliefert bekommen. Ja. Und ist das noch nach dem alten Rezept? Ja, ja. Also wir haben es ausgesucht und ich habe auch ein bisschen den Geschmack noch geerbt. Ich habe es denen auch gesagt, so und so möchten wir es haben. Und die haben das auch getroffen. Und ich habe jetzt auch den Lieferant. Wenn mir nicht was ist, kann ich anrufen. Ich kann mit ihm sprechen. Ich sage heute mal, bitte gucke mal, der schmeckt nicht so. Ja, die gucke auch. Neulich war hier irgendwas, aber es liegt schon zurück. Habe ich gesagt, da stimmt was nicht mit der Wurst. Ja, ich werde sprechen. Er kam zurück und hat gesagt, ja, der am Kutter steht, der hat gesagt, die Frau Schreiber hat recht. Ja? Man muss ein bisschen auf der Zunge haben. Ja? Natürlich habe ich dem einen großen Blumenstrauß hier geschickt. Gell? Aber ja, das mache ich dann auch, ne? Weil ich mich gefreut habe. Hat nicht gesagt, ach, die Frau Schreiber, die spinnt oder was. Nein, er hat gesagt, die Frau Schreiber hat recht. Die haben es dann geändert, das Rezept.
Ich kenne das von meinem Schwiegervater her. Mein Mann, der hat ja Note 1 gehabt, damals die beste Punktzahl erreicht als Metzgermeister. Sie kriegen ja erst mit 23, mit 24 die Genehmigung und mit 23 hat er die höchste Punktzahl erreicht. Der ist vom Kolb geehrt worden. Damals. Das ist Fleischwurst mit Schweinefleisch. Das ist Gelbwurst, auch Schwein, aber nicht geräuchert, nicht gepökelt, frisch. Das ist gepökelt, die Fleischwurst. Ja? Dann haben wir, so, das legen wir wieder rein, sonst wird es kalt. Dann ist Rindswurst, das ist rein Rind, ja? Hier kein Gemisch. Das hatte die neulich gemischt, da habe ich es zurückgehen lassen. Die Frau Schreiber hat recht. So, das ist Krakauer, das ist Rind und Schwein gemischt. Hm? Das ist es. Fleisch, Gelb, Rind und Krakauer. Aber mir fällt gerade was anderes ein, der ist noch nicht da. Das sind alles japanische Messer. Und Montag und Dienstag schleift der japanische Messer. Ob der uns das auch macht. Die sind nämlich stumpf. Wenn der Messer stumpf ist, da reißt die Haut ein, da schneidet sie nicht, da reißt die Haut ein. Und wie oft stehen Sie in dem Laden? Also bis jetzt bin ich sehr viel gewesen. Jetzt drücken sie alle, ich soll mehr Urlaub machen, ich soll das. Ich habe immer da, ich war immer an erster Stelle. Und es ist jetzt, man kann sagen, bald 40 Jahre, ja, wo ich immer, die Krankheiten können Sie sich immer aussuchen, ob ich immer krank war. Ja. Jetzt war ich krank im Krankenhaus, aber ich wäre bald. Es wäre schief gegangen, wenn meine Tochter an dem Morgen nicht gekommen wäre. Würde es bei mir nicht mehr geben, gell? Ja, die kamen mit der 112er gleich, noch ihre Freundin dabei und sie, es war morgens gleich ins Krankenhaus, dann war ich hatte 16 Liter Wasser, Herz und Lunge. Und war jetzt wieder, bestehe unter Beobachtung und der Arzt hat gesagt, Frau Schreiber, sagen Sie mal eins, wie haben Sie dann das wieder geschafft? Der war selbst ganz perplex, dass ich wieder so dastehe. Gell? Der kam, jetzt hatte ich Kontrolle, Frau Schreiber, wie haben Sie das wieder geschafft, hat er gesagt. Toll. Schön. Ich bin ein Stehaufmensch, ich bin ja auch nicht hier geboren. Ich bin in Oberschlesien geboren, Beuthen, Oberschlesien, Pirunje, Bad Gleiwitz, Katowice umsteigen. Ja, da war ich 4 Jahre und da sind wir geflüchtet. Meine Mutter mit 2, also mit meiner Schwester und mir. Der Vater war ja unterwegs in der Grube mit den Grubenleuten im Krieg, ne? Die waren da eingezogen auch. Ja, so war das. Dann bin ich auf dem Dorf groß geworden. Meine Eltern waren arbeiten. Ich konnte die ganze Landwirtschaft machen. Ich habe meine Kühe angespannt, ich habe meine Ware genommen. Die sind bald in Ohnmacht gefallen, da war ich erst 11. Noch nicht einmal. Ja, da habe ich die Ware. Jeder Acker hat seinen Namen im Dorf gehabt. Da bin ich da hingefahren, die sind bald in Ohnmacht. Es war 3 Kilometer weiter mit der. Ich habe sie selbst angespannt, selbst die Ware genommen. Ja. War schon immer ein Bub. Meine Mutter sagte, ich sollte einen Bub geben. Ich war auch immer ein Bub. Ja, ich war ein Teufel. Ach, die armen Eltern. Heute tut mir es leid, dass ich denen so graue Haare gemacht habe. Kein Baum zu hoch, nichts. Ja. Und mein Mann, hier ist auch noch ein Bild von Tina und ihrer Mutter. Vorne, das ist das Bild von der Mutti, hinten steht Tina und ich sitze. Ja, und wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe meinen Mann in der alten Oper kennengelernt, beim Ball. Wir haben uns gesehen und es hat gefunkt und fertig war's. In der Oper? In der alten Oper, ja. Ja. Ist das eine Leidenschaft von Ihnen?
Ich tanze gerne. Und mein Mann auch. Und wir waren 6-mal in der Alten Oper zum, wie sagt man denn, wie heißt dann der Ball immer? Es ist doch auch so im Ball. Und wir hatten Tanzabend oder Opernball, ne? Kam nicht drauf. Ja, mir hatte die Gräfin Schönfelder von Wien, die hat es ausgerichtet noch, die ersten paar Jahre. Und wir waren auch Mitglied, wir haben ein zahlendes Mitglied, die Alten Oper aufgebaut haben. Da haben sie Spenden gemacht, haben wir auch gemacht. Dafür hatten wir ein bisschen gleich ein paar Karten bekommen. Ehe sie verkauft wurden, durften wir uns ein paar Karten mitnehmen, also Geld natürlich. Aber es war halt eine schöne Zeit. Und die kommt auch nicht mehr wieder und es war auch herrlich. Von der Zeit lebe ich eigentlich. Jetzt bin ich 85. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich hätte was versäumt im Leben. Ich hatte schöne Tage, wirklich schöne Tage. Und von denen zehre ich. schön. Ja. Und hören Sie heute noch Opern? Nur, wenn es auch nachts bis um 12 geht. Ich bin ein Opernfan. Jetzt im Fernsehen, die letzten Zeit, im Herbst, jetzt ist, glaube ich, jetzt Schluss. Die gehen bis um 12, da bin ich dabei. Auch wenn ich hier Samstag stehe bis um 4. Aber Samstag, die Oper, das geht über alles. Jeder verlangt nur Autogramm. Hier hin und hier und das andere Zettel ist drin. So. So. Danke. Tina, nimm Sie es bitte mal ab. So, danke. Ja. Jeder hat so andere Interessen, wie Sie sagen, wegen der Musik. Ich kann nachts halbe Nächte hören, wenn das schöne Musik ist, ja. Ach, da geht mir der Himmel auf. Ja, das ist für mich, als die Sekt sprudeln oder so. Das ist, ich lebte. Die haben ja schon dann geklopft, ich war zu laut. Ja? Ja, ich habe es nicht empfunden für laut, ich wollte das so. Aber der andere, der nicht davon versteht, der denkt, boah, die ist so laut. Ne? Was willst du da machen? Ich kann denen nicht mitteilen, was ich empfinde, oder der kann mir mitteilen, das ist ihm zu laut und hat da kein Interesse dran an dem anderen. Wenn der Interesse dran, der ganz ruhig sein, der mithören. Ne? Ja, so ist es halt. So ist es. Jetzt warten wir nur noch auf die Kundschaft. Wir sind startbereit. What do you need? Ja, so geht es, junger Mann. You need a pork sausage? Bitte geben Sie mir von jeder der 3 Sorten etwas und bitte etwas Brot. Bread? Please? Yeah. Yes. So. This is, look here, Pork. beef, Beef. and you need, this is Yes, a little bit light one, yeah? Yes. Small pieces? Yes. These? Yes. And these? But beef is only one sausage. Or you need another one. Yes? Yes. Du komm, komm. Japan. Can I use this? €8.77, please.
gebe es ihm raus, ich hole ihn dann Kleingeld. Darf ich mit Ihnen ein Selfie machen? Ja, gerne. Also müssen wir klauen jetzt die Wurst. Danke. Excuse me. Okay. And the yellow one you eat first. It's the light one, yeah? Yes. This one you eat first. Eat first. 77. Thank you. And 40. Thank you so much. Thank you. Arigato. ありがとう。上手上手。Ich muss jetzt lernen, wie man Frankfurterisch guten Morgen sagt. Ja. Gute. 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 Einfach Gute. Für mich ein Stück Krakauer bitte Ja. und ein Stück Brötchen dazu bitte. Wie viel möchten Sie denn bitte? Ja, so. Möchten Sie so ein Wasser weg? Ja, gerne. Es ist nicht Steinhuder Meer im Odewald? Also wo die Nee, Steine... Felsenmeer. Da waren wir Meer mit den ist bei Kindern. Hannover. Entschuldigung, Ist ja. bei Hannover. Ja, Felsenmeer. Ja. Da waren wir mit den Kindern dann immer sonntags. Felsenmeer im Odenwald. Ich habe letztens noch im Hessischen Rundfunk irgendwo gesehen. Also da gab es irgendwie so eine alte Folge, irgendwie vom kleinen Marktteile, da habe ich es noch irgendwo gesehen. Ja. Er ist auch gerade bei Das war's hier für wieder. Ja, das war's. 4,75 machen bitte. Vielen Dank. Danke. Okay, schönen Tag noch. Dankeschön. Danke. Ja. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So, junger Mann. Ich hätte gern ich hätte gerne Krakauer mit Wasser weg. So, wie? Ein Stück größer gerne. Ja? Ja. Ja, so. Gut. Ich habe extra einen Kittel gebügelt. Vor lauter Besten Dank. Lauter habe ich Schönen ihn Tag noch. daheim gelassen. Für was wird denn hier gefilmt? Bitte? Für was wird denn hier gefilmt? Für Das YouTube. ist YouTube. Also ich habe einen Streetfood-Kanal. Ah, schön. Wer ist der? Moody Foodie Berlin. Foodie Berlin. Kommst du aus Berlin? Genau. Ah, schön. Ja dann. Ciao, Ciao. Schönen Tag. Tschüss. Wissen Sie eigentlich, dass die Eltern in dem Alter nach dem Krieg sehr böse auf Berliner waren? Weil die Bomber alles über das arme Berlin abgeschmissen haben. Wir haben hier kein Kaffee bekommen. Die haben die arme Berliner, müssen wir unterstützen. Da haben sie die Bomber, das Essen, also die Bohnen, alles an Kaffee, Bohnenkaffee runtergeschüttet aus dem Flugzeug. Ja? Über die arme Berliner. Und wir haben hier keinen Kaffee gehabt. Die Eltern haben es gesagt. Ja? Brötchen oder Brot? Brötchen nehme ich mal. Brötchen. Egal. So? So. Jo. Man muss die jungen Leute auch noch erziehen, gell? Ja. Ja. So, danke. Gleich kommt's. Gleich kommt's. So, Moment, jetzt. So, so und dann haben wir ein Brötchen. Top. Dann haben wir 4,65. Darf ich die Haut abziehen? Danke, Monsieur. Geht so? Darf ich Sie was fragen? Ja. Sind Sie hier Stammkunde? Ich bin im Monat 1-2 Mal da, Warum? weil die Wurst gut ist. Das ist ja das Hauptargument, dass mir zugeht. Und wie lange schon? Also gibt's, Ach, 30 Jahre, 40 bestimmt schon. Ja, gell, so lange Ja. hier, ja. erinnern Sie sich denn noch an den Krieg? Ja, kann Ihnen, ich könnte unser Wohnzimmer, wenn ich jetzt einen hätte, genau sagen, wo was war. Ja, ja. Ich könnte es noch, aber ich müsste jemand haben, der sagt, der stimmt, wisst ihr? Denn nicht, dass ich irgendwie Fantasie habe. Ich habe. Alles war unglaublich lecker. Ja, siehst Danke. Ich habe diese Stadt lieben gelernt. Oh, das ist schön. Arigato. Arigato. 美味しかったです。どうも。 Ich habe diese Stadt lieben gelernt. Brot oder Brötchen mit Soße? Sehen Sie, das ist das, was mich ausmacht, wo ich nicht müde wäre, um zu sagen, so möchte ich es haben. Bitte, das wäre Ne? Verstehen Sie mich, wenn das kommt, das ist das größte Lob. Das ist mir mehr wert wie Geld oder was. Es ist schön. Wenn der zufrieden ist, ein Japaner,
kommt und sagt, das ist sehr lecker gewesen. Ne? Ist das nicht schön bis in Japan? Genau, das ist gut. Ne? Das ist doch eine hohe Auszeichnung für mich, meine ich. Ne? Denn ich bin auf dem richtigen Weg, das zu machen. Ne? Und was wird da reingehauen? Die Haut manchmal. Sie sind schon öfter hier gewesen? Ja, schon als kleines Kind war ich hier gewesen. Als, ich sag mal, Ur-Frankfurter kennt man Schreibers Fleischwurst. Und das ist halt einfach Kult. Da muss man hin. Also eine Rind im Brötchen drin. Ja, auch. Eigentlich ganz nett, ne? Ich war ein Kind, ich habe ein Kinderbett gehabt, das haben die Eltern erst nachher erfahren, da habe ich die Mödel gegessen, aus dem Kinderbett, ja, in dem Alter, ich war halt klein, da hat mir irgendwas gefehlt. Und wie die das Bett weggenommen haben, da war das erste Mal, ich war nicht schlau, ich war ja schlau genug damals schon, dann das so zu machen, dass das Bett nicht weg da drüber war, dass man es nicht gleich gesehen hat. Gell? Hier leider können es die Eltern nicht mehr bestätigen, die leben ja nicht mehr. Gell? Meine Schwester auch nicht mehr. Also so einen Hunger hatten Sie damals? Ja, irgendwas hat im Körper gefehlt. Das Kind nimmt sich das, was im Körper fehlt. Ne? Nee, das war ja noch vor dem Krieg, also bevor wir flüchten mussten. Ne? Ja. Ja, dann keinem alten Affengesichter schneiden. So, Monsieur, Madame. Dankeschön. Viel zu Heidi Klug, die kriegt nicht so viel. Warten Sie mal. So. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Madame hat ein bisschen weniger. Sie muss gespart werden. Alles klar. Was soll mir das sagen? Na, ich mache ihn auch größer mit. Nein, alles gut, Ich weiß ich danke doch. Ihnen. Ich weiß doch. Das ist lieb. So. Hey. Geteiltes Leid ist halbes Leid. 1954 war ich das erste Mal mit meinem Vater bei Ihnen. Gell? Gucken Sie mal, was aus Ihnen geworden ist und aus mir. Hä? Genau, ja. Tschüss, Frau Schreiber. Tschüss, alles Gute. Ja. Ich kann noch vieles sagen. Ja, also die Wohnung, ich hatte einen wundervollen Vater, auch Mutter. Mutter war die Triebfeder, Mutter war ein Steinbock. Wir, Vater und ich, wir waren Fische. Fische sind Steinbock. Ich hatte lauter. Ich heute, wenn jemand ein Steinbock ist, 3 Kilometer Laub besteht, die haben es in sich, die Steinböcke. Wenn die sagen, meine Mutter war genauso, das kommt hier hin. Da ist es nicht rechts oder links hingekommen, da ist es genau an dieser Stelle gewesen. Mein Schwiegervater war so, meine Mutter war so, auch in hohem Alter. Die hat, wenn da irgendwas nicht so war, der hat die keine Ruhe gegeben, die ganze Familie terrorisiert. Nein, es musste dahin, wo sie es hin haben wollten. You are famous all over the world. Yes, yes. We come from Taiwan. Just want to eat your sauce. Yeah. Arigato oder Tschüss? No, 谢谢. Yeah. We got your name from the Facebook. Yeah. Ach, unser Wurstchen. Ja, ein Stückchen Fleischwurst, ja. Das ist Stammkunde. Halbes? Ja. Sie sind Stammkundin? Ja. Ja, Stammkunde. Kommt jeden Tag. Ach, naja, jeden Tag. Naja, also alle Sag mal zwei. jeden zweiten. Ja. Käsestammkunde. Dann ein halbes. Haben wir halbes Brot. So, 3 Euro machen wir gerade. Dankeschön. Was macht denn diese Wurst hier so besonders? Ja, das ist eigentlich die beste Fleischwurst und ja, ich kenne das schon seit Kindestagen. Ja, ja. Danke. Früher war es tatsächlich so, wie es früher war. Da hat sie noch getroffen. Danke. Wir müssen noch ein bisschen warten, gell? Ja, ja, kein Stress. Und gibt es denn eine neue Generation, die das... Nein. Also mit mir und meinem Mann, die leben alle nicht mehr. Ne? Mein Mann lebt nicht mehr, mein Schwiegervater lebt nicht mehr. Ich bin jetzt die Einzige, die im Hause schreibe.
richtige Schreiber. Es gibt ja noch andere, gell? Die dann auch geerbt haben von Schreibers durch die Freundschaften und so. Gell? Aber die letzte Schreiberin, die ich geheiratet habe, bin ich. Eine Rindswurst mit Senf und 2 kalte Stücken Fleischwurst. Sie wissen schon. Und dazu ein Brot, bitte. Jawohl. Aber das wollen Sie hier essen? Ja. Warte, ich will noch mal was gucken. Moment. Da kannst du mal halbe Scheibe. Ich will da hinten noch mal was gucken. Warte Sie mal, ich weiß, was er will. Ja, ich weiß auch, was er will, aber wir haben hier nichts drin. Haben die nichts gestern Abend? Nein. Gut. So. Sie sind auch Stammkunde? Ja. Wie lange schon? Oh ja, es sind schon ein paar Jahre, ne? Wo wir zusammen sind. 5. Kätzchen. Dankeschön. Was soll man denn machen mit sowas? Hä? Ja. Frau Schreiber macht das noch. Ja. Macht die Frau. Sind Sie nicht so laut, sonst krieg ich gleich eins Genick. Nee, ist doch dein Laden. Ja, ich hab mein Laden. Wenn du hier hingehst zu den Ständen in der Kleinmarkthalle, bekommst du mehr wie bei Rewe zum Beispiel. Rewe gibt ja nichts umsonst, aber hier, die haben noch ein Herz. Ja, die die Marktbeschicker, ne? Haben echt noch ein Herz für auch Obdachlose. Ne? Wenn du Hunger hast und fragst, jeder Zweite gibt dir was. Ja, richtig gut, muss ich echt sagen. So, Fleischwurst. Fleischwurst, ja. Warte mal, diese bisschen dünne. So, bitte. Ein bisschen mehr. Ja. Ja. Zweimal so? Nee, einmal. Einmal so, dann machen wir so und hier die Hälfte. Ja. Und jetzt geht die Haut weg. Auch noch. Meine Herren, da muss ich ja arbeiten. Auch noch wegmachen. Ja, da muss ich ja arbeiten. Ja, genau. Gleich, Moment. Dann haben wir so. Dann haben wir 6,59. Bitte. Madame, Sie kriegen es ein bisschen kleiner, Monsieur ein bisschen größer. Das ist ein kleinere, die gebe ich meiner 10 Euro, danke. Aber sicher, junger Mann. Ich habe schon ein bisschen mehr an Menschenkenntnis, wie Sie glauben. Vielen lieben Dank. So, jetzt hätte ich gern, hallo, jetzt hätte ich gern noch ein bisschen mehr Senf. Du, bitte, Dankeschön. wie soll ich da reich werden, ne? Wenn Sie mir alles wegnehmen? Ja. Genau. Dann kann ich mir wieder ein Kleid weniger kaufen. So? Ja. Vielen Dank. Danke. Also nochmal vielen Dank. Schön, dass wir Sie getroffen haben. Ganz lecker. Ich nehme es noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo. Ach, so, Madame. Ein bisschen weniger. Ja, super. So, zweimal, ja? Genau. Was für Brötchen hätten Sie? Weiße, bitte. So, ein bisschen Senf auch rein? Gerne. Ja, bitte. Ja. Ja. Bitte. So. Was ist denn knuspriger, der Wasser weg oder das helle? Ich mache Ihnen auch ein Wasser weg, wenn ihr so. Ist der knuspriger? Nein, das ist genauso. Gucken Sie mal. Ah ja, dann ist egal. Dann ist das. Gell? Also knusprig sind sie alle, sind ja ganz frisch. Okay. Ne? Bisschen Senf rein. Ja, gerne. So. So. Das ist mit YouTube. YouTube, wow. Mhm. Ja, noch mehr Kundschaft. 85. 6 bitte. Danke. So. So, gleich. So, bitte. So. So. Kriege ich So, Danke, Madame, Theresa. einmal. Und das ist so. Ja. kriege ich 4 wieder. Ich habe Ihnen gerade erzählt, es war früher ein bisschen schöner hier. Menschlicher.
Ich habe so 3 Damen gehabt, die standen hier an der Ecke mit ihren braunen Taschen, habe die Post ausgetragen, um 9:45 standen sie hier, 3 Stück immer. Dann haben wir geknatscht ein bisschen, was die Frauen gern machen, und die haben ihr Stückchen Wurst gekriegt und haben es gegessen. Ja, das ist die Zeit, heute geht alles schnell, 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 oh, die macht auf. Ja, das ist heute so. Ja. Wir hatten früher ein bisschen Zeit, um Kontakt zu pflegen, Kunden zu begrüßen. Geht ja heute nicht mehr. Es ist heute alles nur schnell, schnell, schnell und Heidi ab. Ja, es war früher gemütlicher, sagen wir mal so. Ja. Senf rein? Ja, genau, ja. Wir sehen uns wieder mit Senf. Schön. Alles Gute. Rindswurstbrötchen mit Senf und Gewürzgurke. Ja. Ist doch schön unser Volksgemisch, gell? Herrlich. So. Die Haut abziehen, das da, und dann haben wir ein Brötchen. Dann haben wir 5,65. Schönen Tag noch. Danke. Das kommt den Kindern zugute. Das ist gut so. Ich mag das rote Gericht nicht so. Danke. Wird immer mehr. Seid ihr Stammkunden? Ja, ich bin Stammkunde, also immer wieder, wenn ich in der Stadt bin, dann komme ich auch mal vorbei. Habe jetzt auch einen Kollegen mitgebracht, der kommt von ein bisschen weiter her, und habe gesagt, muss man eigentlich mal hier gegessen haben, tatsächlich. Und warum ist das so ein besonderer Ort? Ich denke, es ist die Atmosphäre und die Frau Schreiber. Man kommt eigentlich auch wegen der Frau Schreiber. Urgestein hat man auch auf sämtlichen Reportagen im Hessischen Rundfunk schon gesehen, und es ist auch immer gute Laune tatsächlich, wenn man hierher kommt. Und sie schafft auch noch im hohen Alter. Habe ich jetzt nicht vor, aber motiviert schon, ja. Ja, danke schön. Arigato, der Tscheche. Arigato. Arigato. Vielen Dank. Danke, bitte. Gleich, ich muss es nur machen. Bis morgen. Wann ist Ihr Mann gestorben? 14 Jahre her. Ja, 14 Jahre her. Und das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden. Hat er bis zum... Der durfte 1900, wann haben wir das Geschäft aufgegeben? Was habe ich vorher gesagt? 1972, 76 durfte er nichts mehr machen. Da habe ich nur noch bezogen. Aber wir hatten die Leute, die was verstanden haben. Heute sind die jungen Leute, die drehen dreimal in die Schüssel rum. Oh, wir sind Meister. Ja, es ist tatsächlich so. Die früher, die Alten, die haben die Junge was werden lassen. Ja? Mein Mann sagt auch bei der Prüfung, da haben die Alten geguckt, wenn es nicht so war, hat er das weggeschnickt, hat gesagt, nichts, das ist verkehrt. Ja? Ja, die Alten waren hart früher, weil die mehr wussten. Heute, das ist alles das ist nicht angeboren, das ist angelernt. Das ist der Unterschied heute. Ja. Früher sind Sie damit aufgewachsen. Ja, die sind aufgewachsen damit. Ja. Und die Alten haben mit aufgepasst. Ja. Heute ist das ist heute nicht mehr so. Ja. Und die, wo ich jetzt die Wurst behalte, das ist immer noch so. Wissen Sie, es ist die alte Garde. Es ist die alte Garde, von dem ich die Wurst bekomme, das ist wirklich eine alte Garde. Und dieses Rezept von Ihnen, das wird auch nur dann für Sie speziell hergestellt? Also das ist eine Gefühlssache mit der Wurst. Ne? Mein Mann hat, das habe ich versäumt, die lauter Blechbüchse, lauter Frisches. Es ist heute wenn Sie Bierwurst kaufen oder sonst, es schmeckt alles eins. Können Sie ja machen. Das hat bei uns alles einen Geschmack gehabt. Jedes Ding für sich. Die Bierwurst hat nach Bierwurst geschmeckt, die andere so und so. Aber nie alles zusammen. Heute können Sie kaufen, was Sie wollen, es schmeckt alles eins.
Außer bei Ihnen. Nein, aber das können Sie ja selbst nein, machen. Ich meine nur, also es Sie haben schon den Anspruch, dass ja, mein Mann hat auch die Büchsen da oben stehen gehabt und jede Wurstsorte, die er gemacht hat, hat sein eigenes Gewürz gehabt. Das ist so. Sind Sie schon länger kundig? Ja, seit 14 Jahren. Ja. Mit den ersten Kindern waren wir immer hier. Ja, jetzt sind die schon groß, jetzt kommen die Enkel schon wieder. Ne? Ja, fast, jetzt kommen die Enkel schon. Und das ist auch die Kundschaft, Sie hören es ja. Hat alles lecker geschmeckt. Ich sage ja heute, wenn die Meister machen ihr Meisterbrühen, die drehen dreimal in der Schüssel rum, oh, wir sind Meister. Wissen Sie, was das vorher geheißen hat, um so Meister zu werden? Früher. Ja. Die machen das ja auch klasse, die Damen da. Also, das ist ja schon der Klassiker. Tura sieht dieses alles. Sie möchten zweimal Brot? Einmal bitte. Und zweimal. Beide so eine Haut, ja? Sie können oben ablesen, 9,19 €, bitte. Ist okay? Vielen Dank. Bitte. Schönen Dank. 20, 10. So gemacht. So, auf, ja? Vielen Dank. So. Fleisch. Kauerrind. 9,25 €. Geld. Es gibt auch nicht mehr so viele, die das überhaupt machen wollen. Ja, man hört, ich bin jetzt erstaunt gewesen, ein paar Geschäfte, die sehr gut waren. Erst einmal geben sie kein Personal und auch keine Metzger, die das machen, Die habe ich also auch selbst geschlachtet. Mein Mann hat einen Stempel gehabt, die Säue montags ausgesucht mit seinem Vater. Ja? Der Alte hat den Stock gehabt und die Kappe gehabt. Und da sind sie gegangen, haben die Säue ausgesucht und haben sie abgestempelt. Am Dienstag ist er gegangen, die abgestempelte Säue hat er dann rausgesucht und die hat er geschlachtet. Ja? Und die hingen ja dann auch in der halbe, es ist alles im Schlachthof gemacht worden. Gell? Warum ist Ihnen das so wichtig? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich stehe morgens auf, denke ich, ach, manche halten mich für verrückt, ich kann nicht aufhören, ich will mehr. Das hat mit dem nichts zu tun. Ich freue mich, wenn ich hier bin, wenn ich die Kunden sehe, wenn ich sie angucken kann. Wenn sie mit mir, gucken Sie mal, die Asiaten, komme ich nie hin in meinem Leben, weiß ich, das ist mir zu weit. Die kommen her, aber ich freue mich, dass sie da sind. Ja? Ich versuche Ihnen das mitzuteilen, wenn ich dann was sage, wo ich aufgeschnappt habe, ja, das ist halt so. Entweder du hast das Gefühl oder du hast es nicht. This is very good. Oh my God. This is our first time here in Germany. So we came from Canada, and you know we're just having our holiday here. It was so good. Very good, very so good. Hier, Madame. Hier ist ein bisschen Senf, kommen Sie her. Thank you. Ja, wir streiten uns so sehr, aber wir lieben uns so sehr. Oder muss ich ehrlich sagen, Sie werden nicht glauben, manchmal steht also hier ganze 50 Leute, wenn die Frau Schreiber steht. Und wenn die nicht da ist, fast leer. Das heißt, die hat wirklich eine starke Aura. Das gibt so Leute, die haben also wirklich starke Erziehungskraft. Ausstrahlung. Ja, und das hat Frau Schreiber. Ich gar nicht. Wenn Sie dann jetzt mal ein Bild machen, wenn sie so guckt mit ihr großen Augen, egal wie sie steht, guck mal, was habe ich ein schönes Bild geschossen. Ich bin kein Fotograf, aber guck mal, was geworden ist. Also besser geht's nicht.
Und die hat Nein, also natürlich. Ja, Wissen Sie, ich will nicht mehr sein, wie jetzt ich sehr, bin. sehr, also, und manche ja. Leute wollen Natürlich, mehr genau. sein, wie sie sind. Ist natürlich, Und das geht nicht. So? Ja, ist gut. Sie hatte Brot. Ja. Okay. Gleich. Moment. Skala, komm. Na komm. Krakauer so. Dann haben wir Brot. Dann haben wir 3,50. So. Monsieur, ich gucke so begeistert. So. Mal, also eine andere Frage bezüglich zum Zweiten Weltkrieg. Also gerade die jetzige Zeit ist ja wirklich auch... Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Es berührt mich. Weil ich weiß, ich habe die ganze Scheiße doch gesehen. Mir habe es nicht so, ich war ja Kind. Dann haben Sie ja das nur gesehen. Meine Mutter, ich durfte auf dem Wagen sitzen von Flüchtlingen, weil ich so klein war. Und dann ist die Mutter mit 2 Koffern, was über unsere Habseligkeiten, ist marschiert. Und auf einmal sagte Mutter, das weiß ich noch von ihr, mir wurde es auf einmal so warm und da hat sie sich umgeguckt und dann war sie mit den Soldaten, die auf dem Rückweg waren, war sie dann mit drin. Das ist ja alles gelaufen. Und die hat 2 Koffer, ich durfte auf dem Wagen sitzen, weil ich so klein war und ich hatte so Ohr verfroren. Mit 12 Jahren war das die Füße sehr gefroren. Das war ja der kälteste Winter, 45, 46. Ja? Wir hatten keine Pantoffel, so große, dicke, das ohne Handschuhe. Haben wir nicht. Mein Kapp ist verrutscht, die Nase war verfroren. Ja. Und wie meine Mutter das so erzählt hat, ich weiß es ja nicht, das habe ich. Wo ist die Frau mit dem sterbenden Kind? Auf dem ganzen Transport habe die dann gesagt, wo ist die Frau mit dem sterbenden Kind? Das war ich. Ja, wenn die heute sehen täten, die wären stolz auf mich. Ja, selbst ein Arzt sagt, Frau Schreiber, wie haben Sie dann das fertig gebracht? Ja, sagt ein Arzt. Ja. Ja. Und wenn Sie die Bilder sehen, jetzt gerade bei den Flüchtlingen... Das berührt mich. Ich muss manchmal weinen. Ja, das berührt, weil Verbass. Kinder, sagt doch immer Verbass, weil lässt der Mann einen Arm ab oder sonst was auf der Flucht. Ja, Verbass ist dann das, um ein bisschen Land oder was? Man hat auch viel im Krieg gesehen. Aber da hat man das nicht so mitbekommen. Das kriegst du als Kind nicht so mit. Die Eltern haben mehr darunter gelitten an uns. Mein Vater hat mir eine Orange mitgebracht, weil ich krank war. Und dann habe ich da reingebissen, da war ich 12. Sagt der Kind, die musste doch schälen. Ja, von wo wusste ich, was Apfelsinen geschält werden muss? Wusste ich ja gar nicht. Ich habe sie ja nicht gesehen. Und der hat mir sie mitgebracht. Hat er sich gedacht, auch ich war nicht so ganz in der Reihe, so ein bisschen kränklich. Der bringst dir das mit. Ja, ich habe reingebissen, ich wusste ja nicht, dass man das schälen muss. Woher denn? Waren Sie schon öfter hier? Das erste Mal. Wir waren gestern durch Zufall hier und haben eine furchtbar lange Schlange gesehen. Dann haben wir gedacht, das muss gut sein. Dann haben wir noch eine Stadtführung gemacht und dann sind sie auch noch mal gelobt worden. Ja. Dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir wirklich herkommen. Die Frau Schreiber ist eine Legende geworden. Die hat also einen Preis gewonnen als Persönlichkeit in Frankfurt. Wir haben hier Diplome, ich kann es mal rausnehmen. Hier, Steffi, halt mal schön, bitte. Das ist Ihr Diplom. Hier. Ach, das ist vom Brauhaus. Ist okay. Von dem Brauhaus. Trotzdem. Ja. Ja. Und das ist hier Senf. Ja. Nee, das ist wichtig, das ist Urkunde, warum nicht? Ja. Komme gleich. Ja, alles gut. So. Hallo, ich hätte gerne ein Stück Fleischwurst im Brötchen, wenn es geht. Jawohl. Hallo Frau Schreiber, schön Sie zu sehen. Toi, toi, toi. Ja, es Dann Sie mich ein bisschen Senf. Mit Senf bitte. Ja, ich bin zufrieden. Das ist schön. So, und ein Stück Fleischwurst, gell? Ein Stück Fleisch. Ja, so viel Fleischwurst mal bitte. Wie viel darf ich abschneiden, bitte?
Ja, das ist Okay. alles noch gut. Ja. Vielen Dank. Und beides ohne Haut, gell? Ui. Der will nicht raus, jetzt immer noch eine Brötchen dazu. 4,50 macht das bitte. Ja. Ja. Madame, essen Sie hier oder soll ich einfach? Ja, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Ich danke vielmals. Ein Sausage. Ein Sausage. Krakau oder Rindsfleischwurst? Pork. No, mix, mix. Is Mix, better. mix was? Pork. Mix, alles gut. Mix? Ja, ja. Es ist ein bisschen hart Mix. Okay, Pork ja. ist better. Ja, dann Mix. Ja, Pork. Okay. Pork. Mix Ja. ist hart. Alles gut. Pork is better. Alles gut, alles gut. No bread. No bread. No. Ist okay. Alles gut. Ja. So, how much? Small Arabica, Madame? Okay? Ist okay? Ja. Ja. Muss auch wissen, gell? Alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. 2,70 mal bitte. Aber Sie haben ja Großhandelskauffrau gelernt, richtig, oder? Nein, gar nichts. Ich war aus der Schule, Berufsschule, dann habe ich geheiratet. Ne? Und da stand ich da drin. Stell dir mal, guck mal, ich habe 2 Kinder großgezogen. Ja? Und dann habe einen Haushalt geführt. Bin morgens um 5 Uhr runter und habe Wäsche gebügelt. Dass die Kunden gekommen sind, Frau Schreiber, gucken Sie mal, Ihren Sohn spielt im Nachbarhof, 2 Häuser weiter im Schlafanzug. Ich konnte ja nur eins machen. Die Wäsche bügeln, nicht aufs Kind acht passen. Der ist raus aus seinem Bett, ist durch die Ding und ist zu den Nachbarhäusern 3 Stück weiter dort. Der was gefunden, wo er gespielt hat. Gell? Ehrlich. Die Leute kamen, Frau Schreiber, gucken Sie mal, Ihr Bub spielt 3 Häuser weiter im Schlafanzug. Ja. Was sollst du machen? Ich hatte meine Mutter hat ja gelebt, aber in Aschaffenburg und die war ja auch schon älter. Ja? Und da hatte ich niemand in Frankfurt, kein Mensch. Ja? Stand allein auf 2 Füßen. Ja? Es gab so manche Tränen und Gott sei Dank und heute bin ich eisern. Und eine Gurke. 9 € macht's bitte. Passt, danke, ne? Danke Ihnen. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Auch die Haut abziehen? Ja, ein Schnuckelchen. Na, alles Brötchen oder ein Wasser weg, ja? Oh, Monsieur, das hab ich so, das hab ich so. Bitte. So, jetzt könnt ihr das in YouTube machen. Das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist die Rindswurst, dann kommt die das ist welchem Geschmack, welche der Würze. Ja? Das ist ganz mild, dann ist es kräftiger, das Fleisch und am kräftigsten ist die Krakauer. Ja. 59. So, Monsieur, Becher kann ich Ihnen nicht geben. Ich kann Apfel. Vorher sagen mit so. Normalerweise manchmal frage ich auch. So, Monsieur. Das nächste Mal. So, Monsieur. Vielleicht hast du für einen Hund oder so. So, dann habe ich hier. Danke, schönen Tag. Ich bieten, ich habe nur dies. Das ist mehr als genug. So, Monsieur, ich wünsche Ihnen guten Appetit, dass Sie uns in gute Erinnerung behalten. Ohne Brötchen. Und dass nicht Ohne Brötchen. raufgehauen wird. So, bitte. Die Haut ab. Sauer macht lustig. Und was motiviert Sie? Das kann ich Ihnen gar, das kommt von Ihnen raus. Das kann ich Ihnen nicht erklären. Entweder man hat's oder ein Maler hat ja auch, der malt. Warum malt er? Das ist seine Leidenschaft. Der will das plastisch darstellen, was er erlebt, was er sieht, will er im anderen offen machen. Und so bin ich auch.
Das, was ich hier spüre, möchte ich ihm gerne geben, dass er genau dasselbe empfindet wie ich, wenn ich hier das rausgebe. So kann ich es nur erklären, warum ich das so mache. Ob es richtig ist, weiß der Himmel. Ja? Aber es ist so.